Lektion 1: Einkaufsstrategien. Hallo Anna, ich habe gehört, dass das neue Einkaufszentrum weniger überfüllt ist als die Geschäfte in der Innenstadt. Hört sich gut an. Wollen wir dieses Wochenende einen Einkaufsbummel dorthin machen? Absolut. Ich muss neue Kleidung für die Saison finden. Ich auch. Außerdem wollte ich mir schon immer diesen neuen Buchladen ansehen. Oh, ich habe großartige Dinge darüber gehört. Welche Art von Büchern magst du? Ich liebe Belletristik, insbesondere Krimis. Was ist mit dir? Ich bevorzuge Sachbücher, insbesondere Biografien und Geschichtsbücher. Das ist interessant. Wir können unsere Funde nach unserer Reise teilen. Definitiv. Und vielleicht können wir im Food Court etwas zu Mittag essen. Tolle Idee. Es wird ein unterhaltsamer Tag werden. Möchten Sie eine Fahrgemeinschaft bilden? Ja, das wäre praktisch. Dann lasst uns für Samstag planen. Lektion 2: Grundlegendes zum Packen. Guten Morgen, Anna. Ich bin gerade von meiner Reise zurückgekehrt und weiß jetzt, wie wichtig es ist, das Nötigste in mein Handgepäck zu packen. Das ist toll zu hören. Welche Essentials fanden Sie am wichtigsten? Mir wurde klar, dass ein gutes Buch und Snacks während des Fluges einen großen Unterschied machten. Absolut. Snacks können wirklich helfen, die Zeit zu vertreiben. Hast du noch andere Sachen eingepackt? Außerdem habe ich ein Reisekissen und geräuschunterdrückende Kopfhörer eingepackt. Kluge Entscheidungen. Auf langen Flügen ist Komfort das A und O. Sicher. Ich wünschte, ich hätte auch eine nachfüllbare Wasserflasche mitgebracht. Das ist ein guter Tipp. Es ist so wichtig, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Das werde ich mir bei meiner nächsten Reise auf jeden Fall merken. Was packst du normalerweise ein? Für meine Geräte lege ich immer ein kleines Erste-Hilfe-Set und eine Powerbank bei. Das sind hervorragende Ideen. Ich werde darüber nachdenken, sie zu meiner Liste hinzuzufügen. Lektion 3: Strandtagspläne. Hallo Anna, bei dem warmen Wetter könnten wir auch an den Strand gehen und schwimmen gehen. Oh, ich liebe den Strand. Das ist eine tolle Idee. Es wird Spaß machen, am Wasser zu entspannen und etwas Sonne zu genießen. Absolut. Haben Sie einen Lieblingsstrandplatz? Ich mag Sonikowe wirklich. Die Wellen eignen sich perfekt zum Schwimmen. Ich habe großartige Dinge über Sonikowe gehört. Wir sollten auch ein Picknick einpacken. Toller Vorschlag. Snacks machen einen Strandtag immer besser. Was sind einige Ihrer Must-Have-Snacks für den Strand? Ich liebe es, frisches Obst und Sandwiches mitzubringen. Sie sind leicht zu essen. Das sind perfekte Entscheidungen. Normalerweise packe ich Chips und ein paar Getränke ein. Klingt köstlich. Schauen wir uns das Wetter an und planen wir für dieses Wochenende. Lektion 4: Schutz von Geschäftsgeheimnissen. Guten Morgen, Anna. Ich habe darüber gelesen, wie wichtig es ist, unsere Geschäftsgeheimnisse zu schützen. Ich kann nur zustimmen. Unsere Geschäftsgeheimnisse müssen jederzeit gewahrt bleiben. Genau. Wenn Konkurrenten sie in ihre Hände bekommen, könnte das unserem Geschäft schaden. Wie können wir unsere Geheimnisse effektiv schützen? Ich halte die Einführung strenger Zugangskontrollen für unerlässlich. Das ist ein toller Punkt. Es ist von entscheidender Bedeutung, den Zugriff auf vertrauliche Informationen einzuschränken.
Wir sollten unsere Mitarbeiter auch in Bezug auf Vertraulichkeitspraktiken schulen. Definitiv. Die Aufklärung über die Risiken ist der Schlüssel zur Prävention. Und wir können Geheimhaltungsvereinbarungen für jeden nutzen, der mit uns zusammenarbeitet. Da Das verleiht unseren sensiblen Informationen eine zusätzliche Sicherheitsebene. Lassen Sie uns ein Treffen vereinbaren, um diese Strategien weiter zu besprechen. Lektion 5: Die Natur den Nächsten. Hi Anna, an diesen Abenden bin ich lieber draußen mit Freunden, als zu Hause festzusitzen. Das verstehe ich vollkommen. Draußen zu sein ist so erfrischend. Genau, deshalb versuche ich, meine Hausaufgaben schnell zu erledigen. Kluger Schachzug. Haben Sie eine Lieblingsaktivität im Freien? Ich liebe es, Sterne zu beobachten. Der Nachthimmel hat etwas Magisches. Sternenbeobachtung klingt großartig. Ich genieße Camping und das Braten von Marshmallows. Camping macht Spaß. Haben Sie in letzter Zeit unvergessliche Reisen unternommen? Ja, ich war letzten Monat campen. Wir haben so viele Sternschnuppen gesehen. Das klingt unglaublich. Ich würde gerne einmal mit dir campen gehen. Definitiv. Wir sollten bald eine gemeinsame Reise planen. Ich bringe die Snacks und ein Teleskop zum Beobachten der Sterne mit. Lektion 6: Die Rolle der Flugbegleiter. Guten Morgen, Anna. Ich habe über die Rolle von Flugbegleitern bei Flügen nachgedacht. Oh, das ist eine wichtige Aufgabe. Ein guter Flugbegleiter ist so beruhigend. Ich stimme zu. Sie tragen dazu bei, das Flugerlebnis angenehmer zu gestalten. Vielleicht, Sie wissen, wie man schwierige Situationen mit Leichtigkeit meistert. Hatten Sie schon einmal eine Flugbegleiterin, die Sie wirklich beeindruckt hat? Ja, einmal hat ein Flugbegleiter sein Bestes gegeben, um einem Passagier zu helfen. Das ist wunderbar. Freundlichkeit kann beim Reisen wirklich einen Unterschied machen. Ruf. Es schafft eine einladende Atmosphäre auf dem Flug. Ich denke, Ihre Ausbildung bereitet Sie gut auf verschiedene Herausforderungen vor. Sie Sie gehen mit Notfällen ruhig um, was entscheidend ist. Seien wir dankbar für die harte Arbeit, die Sie beim nächsten Flug leisten. Lektion 7: Die Vorteile von Yoga. Hallo Anna, ich praktiziere regelmäßig Yoga und es hat meine Flexibilität und mein Gleichgewicht im Laufe der Zeit definitiv verbessert. Das ist fantastisch. Yoga kann einen großen Unterschied in der körperlichen Gesundheit machen. Absolut. Mir ist aufgefallen, dass ich jetzt tiefere Strecken erreichen kann. Das ist toll zu hören. Hast du eine Lieblings-Yoga-Pose? Die Baumpose gefällt mir wirklich gut. Es hilft bei der Konzentration und Stabilität. Die Baumpose ist wunderbar. Ich mag den herabschauenden Hund, weil er meinen Rücken streckt. Ja, der herabschauende Hund ist großartig, um Spannungen abzubauen. Wie oft übst du? Ich versuche es dreimal pro Woche. Es hilft mir wirklich, mich zu entspannen. Das klingt nach einer guten Routine. Ich strebe mindestens 4-mal pro Woche an. Beeindruckend. Haben Sie Online-Yoga-Kurse ausprobiert? Ja, ich habe ein paar gefunden, die mir wirklich gefallen. Sie bieten eine große Vielfalt. Lektion 8: Globale Zusammenarbeit.
Guten Morgen, Anna. Ich habe darüber nachgedacht, wie wir globale Zusammenarbeit brauchen, um die Auswirkungen des Klimawandels abzumildern. Ich stimme zu. Es handelt sich um ein dringendes Problem, das eine gemeinsame Anstrengung aller Länder erfordert. Genau. Keine einzelne Nation kann es alleine lösen. Wir brauchen gemeinsame Ressourcen und Wissen. Zusammenarbeit ist der Schlüssel. Welche Initiativen sind Ihrer Meinung nach am effektivsten? Ich glaube, dass Projekte im Bereich erneuerbare Energien erhebliche Auswirkungen haben können, wenn sie weltweit verbreitet werden. Das ist ein guter Punkt. Der Übergang zu Solar- und Windenergie ist unerlässlich. Darüber hinaus ist der Schutz der Wälder und der Artenvielfalt von entscheidender Bedeutung für die Erhaltung der Gesundheit unseres Planeten. Definitiv. Wälder fungieren als Kohlenstoffsenken, die für die Reduzierung von Emissionen von entscheidender Bedeutung sind. Es ist ermutigend zu sehen, dass einige Länder bei diesen Bemühungen die Führung übernehmen. Ver- Wir alle sollten eine Politik unterstützen, die Nachhaltigkeit und Naturschutz fördert. Absolut. Jede kleine Aktion trägt zu einer größeren Veränderung bei. Lektion 9. Unsere Mahlzeit perfektionieren. Hi Anna, ich habe über unsere Abendessenpläne nachgedacht. Wie wäre es mit einem Salat? Tolle Wahl. Können wir dazu Hühnchen hinzufügen? Natürlich. Gegrilltes Hähnchen wäre köstlich. Irgendwelche Vorlieben für Gemüse? Ich liebe es, Kirsch, Tomaten und Gurken hinzuzufügen. Sie sind so erfrischend. Die sind perfekt. Wie wäre es mit etwas Avocado für die Cremigkeit? Ja, das klingt großartig. Avocado sorgt auch für eine schöne Textur. Sollten wir zum Knuspern ein paar Nüsse hinzufügen? Definitiv. Mandeln oder Walnüsse würden gut funktionieren. Ich werde hungrig, wenn ich nur daran denke. Sollen wir ein Dressing machen? Gute Idee. Eine einfache Vinaigrette würde den Salat gut ergänzen. Lass es uns gemeinsam schaffen. Im Team macht Kochen mehr Spaß. Lektion 10. Die Zukunft des Kochens. Guten Morgen, Anna. Ich habe darüber gelesen, wie sich das Kochen in Zukunft verändern könnte. Pfiffe, was hast du herausgefunden? Es scheint, als müssten wir unsere Mahlzeiten überhaupt nicht kochen. Das klingt faszinierend. Was könnte das Kochen ersetzen? Wir könnten vielleicht einfach Knöpfe drücken, um Mahlzeiten an einem Automaten zu bestellen. Wurf, das wäre praktisch. Sofortige Mahlzeiten immer zur Hand. Genau. Stellen Sie sich vor, Sie wählen die Zutaten aus und lassen sie sofort zubereiten. Das würde so viel Zeit sparen, aber würde dadurch nicht die Freude am Kochen verloren gehen? Guter Punkt. Kochen kann eine kreative und soziale Aktivität sein. Vielleicht könnten wir für besondere Anlässe noch zu Hause kochen. Ja, eine Balance zwischen Bequemlichkeit und Freude am Kochen klingt ideal. Lektion 11. Navigationsanweisungen. Hi Anna, ich habe mich verlaufen, als ich versucht habe, das Café zu finden. Können Sie mir mit der Wegbeschreibung helfen? Bitte fahren Sie 2 Blocks geradeaus und biegen Sie dann an der Ampel links ab. Habe es. Was sehe ich, wenn ich nach links abbiege? Sie sehen den Park zu Ihrer Rechten und das Café befindet sich etwas weiter unten. Das hört sich einfach an. Ist es ein beliebter Ort?
Ja, es ist sehr beliebt für sein Gebäck und seinen Kaffee. Perfekt. Nach all dem Laufen könnte ich einen guten Kaffee gebrauchen. Definitiv. Und wenn das Wetter schön ist, sind die Sitzplätze im Freien herrlich. Das werde ich mir merken. Gehst du oft dorthin? Ich versuche, mindestens einmal pro Woche vorbeizukommen. Es ist ein schöner Ort zum Entspannen. Klingt nach einem Plan. Ich werde es mir gleich mal ansehen. Lektion 12. Entscheidungen am Beginn einer neuen Ära. Guten Morgen, Anna. Ich habe darüber nachgedacht, wie diese Entscheidungen zu Beginn des 21. Jahrhunderts den entscheidenden Unterschied gemacht haben. Das ist ein interessanter Gedanke. Auf welche Wahlmöglichkeiten beziehen Sie sich? Ich meine Entscheidungen in Technologie und Globalisierung, die unsere Welt geprägt haben. Zuruf. Der Aufstieg des Internets veränderte Kommunikation und Handel. Ja, und es eröffnete Möglichkeiten für eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Das hat es wirklich getan. Auch Fortschritte bei erneuerbaren Energien sind für unsere Zukunft von entscheidender Bedeutung. Ich stimme zu. Diese Entscheidungen sind für die Bekämpfung des Klimawandels von entscheidender Bedeutung. Definitiv. Wir müssen der Nachhaltigkeit in unserem täglichen Leben Priorität einräumen. Es ist spannend, darüber nachzudenken, wie sich unsere heutigen Entscheidungen auf morgen auswirken werden. Tja, jede kleine Entscheidung kann im Laufe der Zeit zu erheblichen Veränderungen führen. Lassen Sie uns weiterhin fundierte Entscheidungen für eine bessere Zukunft treffen. Lektion 13. Wichtige Hinweise. Hallo Anna, ich mache mir Notizen für unser bevorstehendes Projekt. Gibt es sonst noch etwas, das ich bei der Vorbereitung beachten sollte? Das ist eine tolle Idee. Stellen Sie sicher, dass Sie für jede Aufgabe Fristen angeben. Guter Punkt. Ich werde diese zu meinen Notizen hinzufügen. Wie sieht es mit Themenrollen aus? Ja, eine Rollenklärung ist unerlässlich. Jeder sollte seine Verantwortung kennen. Rechts. Sollten wir regelmäßige Check-ins einplanen, um den Fortschritt zu verfolgen? Hilf. Wöchentliche Check-ins können uns dabei helfen, den Überblick zu behalten und eventuelle Probleme zu lösen. Ich werde das notieren. Was ist Ihrer Meinung nach sonst noch wichtig? Kommunikation ist der Schlüssel. Wir sollten alle dazu ermutigen, Ideen und Bedenken auszutauschen. Definitiv. Eine kollaborative Umgebung führt zu besseren Ergebnissen. Genau, ich bin gespannt, wie sich unser Projekt entwickelt. Ich auch. Sorgen wir dafür, dass alles organisiert bleibt. Lektion 14. Die Natur erkunden. Guten Morgen, Anna. Ich kann es kaum erwarten, diesen Sommer weitere natürliche Wasserquellen zu erkunden. Weiß, das klingt nach einem fantastischen Plan. Welche Orte erwägen Sie? Ich denke darüber nach, einige lokale Seen und Flüsse zu besuchen. Tolle Auswahl. Süßwasserplätze laden zum Entspannen und Schwimmen ein. Definitiv. Ich liebe auch die Idee, auf dem Fluss Kajak zu fahren. Das würde so viel Spaß machen. Hast du es schon einmal probiert? Ja, ein paar Mal. Es ist eine aufregende Art, die Natur zu erleben. Ich würde gerne dabei sein. Gemeinsam die Natur zu erkunden klingt nach einem tollen Abenteuer. Sicher.
Planen wir einen Wochenendausflug, um die Natur zu genießen. Lektion 15. Vorbereitung auf ein Abenteuer. Hi Anna, großartig. Lassen Sie uns eine Liste der Dinge erstellen, die wir brauchen, bevor wir uns auf den Weg machen. Sylwuf, womit sollen wir beginnen? Wie wäre es mit dem Nötigsten wie Kleidung und Toilettenartikeln? Gute Idee. Wir sollten auch Sonnenschutzmittel und Hüte zum Sonnenschutz einbauen. Ja, auf jeden Fall. Und Snacks für unterwegs dürfen wir nicht vergessen. Fest. Gesunde Snacks halten unsere Energie hoch. Was ist mit Wasser? Toller Punkt. Wir sollten auch wieder befüllbare Wasserflaschen einpacken. Sollten wir Outdoor-Ausrüstung mitbringen? Ja, ein Erste-Hilf-Kasten und eine Taschenlampe könnten nützlich sein. Ausgezeichnete Vorschläge. Wie wäre es mit Spielen für etwas Spaß am Abend? Perfekt. Wir können Karten oder ein Brettspiel mitbringen. Lektion 16. Glücksgehbewusstsein. Guten Morgen, Anna. Ich habe darüber nachgedacht, wie viel du vielleicht in den Casinos ausgeben würdest. Das ist ein wichtiges Thema. Glücksspiel kann süchtig machen und Menschen sollten vorsichtig sein. Genau. Es ist wirklich wichtig, vor der Reise ein Budget festzulegen. Ja, ein Limit kann dazu beitragen, zu hohe Ausgaben zu verhindern. Was sollten wir noch beachten? Es ist auch ratsam, beim Spielen Pausen einzulegen, um nicht den Überblick über die Zeit zu verlieren. Bitte Punkt. Ich habe gehört, dass es einigen Leuten hilft, einen Spaziergang zu machen. Definitiv. Darüber hinaus kann es hilfreich sein, den Drang weiterzuspielen zu bewältigen, wenn man sich seiner Emotionen bewusst ist. Ich stimme zu. Es ist wichtig, die Erfahrung zu genießen, ohne sich unter Druck gesetzt zu fühlen, zu gewinnen. Genau. Verantwortungsvolles Spielen ist der Schlüssel zum Spaß und gleichzeitiger Sicherheit. Lektion 17. Der mysteriöse Ruf. Hi Anna, hast du von der Frau gehört, die am Telefon einen Anruf von einem Mann erhalten hat? Nein, was ist passiert? Der Mann sagt ihr, wo sie hingehen müsse, um ihr gratis Geschenk zu bekommen. Das klingt faszinierend. War es ein Betrug oder ein echtes Angebot? Nach allem, was ich gehört habe, war sie zunächst skeptisch, beschloss aber, es sich anzusehen. Kluger Schachzug. Es ist immer gut, bei unerwarteten Anrufen vorsichtig zu sein. Genau. Sie recherchierte ein wenig, bevor sie sich auf den Weg zum Standort machte. Das ist klug. Hat sie herausgefunden, ob es legitim war? Ja, es stellte sich heraus, dass es sich um eine Werbeveranstaltung für ein neues Produkt handelte. Das ist interessant. Ich hoffe, ihr hat die Veranstaltung gefallen. Das hat sie. Es ist eine gute Erinnerung, wachsam zu bleiben und dennoch Möglichkeiten zu erkunden. Lektion 18. Wichtige Erkenntnisse. Guten Morgen, Anna. Ich habe letzte Woche die Sitzung zum Thema Produktivität verpasst. Würde es Ihnen etwas ausmachen, einige wichtige Erkenntnisse mit Ihnen zu teilen? Gar nicht. Ein wichtiger Punkt war die Festlegung klarer Ziele. Das ist entscheidend. Wie setzen Sie sich normalerweise Ihre Ziele? Ich verwende gerne die SMART-Kriterien, spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und zeitgebunden. Tolle Methode. Was wurde sonst noch besprochen? Sie betonten, wie wichtig es sei,
Aufgaben nach Dringlichkeit und Wichtigkeit zu priorisieren. Das macht Sinn. Es hilft, das Gefühl der Überforderung zu vermeiden. Ja, Sie erwähnten auch, regelmäßig Pausen einzulegen, um die Konzentration und Kreativität zu fördern. Ich stimme zu. Pausen können den Geist wirklich erfrischen. Schließlich schlugen Sie vor, zur besseren Organisation Tools wie To-Do-Listen und Kalender zu verwenden. Das sind tolle Tipps. Ich werde sie auf jeden Fall implementieren, um meine Produktivität zu verbessern. Lektion 19: Sport und Kultur. Hallo Anna, ich habe darüber gelesen, dass Sport ein wichtiger Bestandteil der nationalen Kultur in Kanada ist. Das ist interessant. Wie spiegelt der Sport die dortigen Normen und Werte wider? Nun, Sportarten wie Hockey und Lacrosse sind tief in der kanadischen Identität verankert. Südhof. Sie zeigen Teamarbeit, Belastbarkeit und Gemeinschaftsgeist. Genau. Aber das Interessanteste daran ist, wie Sportveranstaltungen Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund zusammenbringen. Ja, sie schaffen ein Gefühl der Einheit und des Stolzes in der Nation. Und sie können auch wichtige gesellschaftliche Themen wie Inklusion und Vielfalt fördern. Das ist ein toller Punkt. Sport kann eine kraftvolle Plattform für Veränderungen sein. Es ist faszinierend, welchen Einfluss der Sport auf Kultur und Gesellschaft hat. Lektion 20: Eisen mit Gegenständen. Guten Morgen, Anna. Ich habe über unseren bevorstehenden Flug nachgedacht. Können wir unsere Snacks im Flugzeug mitnehmen? Ja, das können wir. Aber wir müssen zuerst die Richtlinien der Fluggesellschaft prüfen. Gute Idee. Müssen wir mit unseren Snacks noch einmal durch die Sicherheitskontrolle gehen? Normalerweise ja. Der Sicherheitsdienst überprüft alles, insbesondere Flüssigkeiten und Gelee. Habe es. Deshalb sollten wir unsere Snacks so verpacken, dass sie leicht zu kontrollieren sind. Da bewahren Sie sie am besten in durchsichtigen Beuteln auf. Welche Snacks möchten Sie mitbringen? Ich denke über Müsli Riegel und etwas Obst nach. Sie sind gesund und leicht zu verpacken. Tolle Auswahl. Ich werde ein paar Nüsse und Trockenfrüchte mitbringen. Sie sind perfekt für Reisen. Diese Reise wird lustig. Sorgen wir dafür, dass alles organisiert ist. Lektion 21: Musik auf der ganzen Welt. Hallo Anna. Ich habe darüber nachgedacht, dass es in verschiedenen Ländern Menschen gibt, die gerne Musik hören. Das ist so wahr. Musik verbindet wirklich Menschen über Kulturen hinweg. Welche Genres sind Ihrer Meinung nach weltweit beliebt? Nun ja, Popmusik scheint überall eine große Fangemeinde zu haben. Es ist eingängig und nachvollziehbar. Südhof. Aber ich denke auch, dass traditionelle Musik eine wichtige Rolle für die kulturelle Identität spielt. Ja, jedes Land hat seine einzigartigen Klänge, die Geschichten über seine Geschichte erzählen. Ja, wie die Rhythmen der afrikanischen Musik oder die Melodien der klassischen indischen Musik. Und vergessen Sie nicht den Einfluss von Musikfestivals. Sie bringen Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammen. Ja, Festivals wie Coachella oder Glastonbury präsentieren vielfältige Talente. Es ist erstaunlich, wie Musik Sprachbarrieren überwinden und Verbindungen fördern kann.
Lektion 22: Bürgerliche Verantwortung. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, wie unser öffentliches Interesse vom privaten Charakter abhängt. Das ist ein tiefgründiger Gedanke. Wie prägt Ihrer Meinung nach der Charakter die Bürgerpflicht? Nun, charakterstarke Menschen empfinden oft eine größere Verantwortung gegenüber ihrer Gemeinschaft. Klar, Familienverbundenheit und grundsätzliche Gerechtigkeit spielen eine entscheidende Rolle bei der Förderung bürgerschaftlichen Engagements. Ja, wenn Menschen ihre Familien priorisieren, dehnen sie diese Fürsorge oft auch auf ihre Nachbarn aus. Und es ist interessant, wie ungezählte und unwürdige Bemühungen dennoch einen großen Unterschied machen können. Absolut. Viele Menschen tragen auf eine Weise zur Gesellschaft bei, die unbemerkt bleibt. Es ist eine Erinnerung daran, dass jede kleine Aktion zum Aufbau einer besseren Gemeinschaft beiträgt. Rechts. Wir sollten diese Beiträge öfter feiern. Lektion 23: Berufswahl. Guten Morgen, Anna. Hast du schon einmal über verschiedene Karrierewege nachgedacht? Definitiv. Es gibt so viele Möglichkeiten da draußen. Welche Berufe interessieren Sie? Ich denke, dass es großartig wäre, Tierarzt zu sein. Sie könnten sich um Tiere kümmern und ihnen bei der Heilung helfen. Das ist eine tolle Wahl. Ich liebe auch Tiere. Was würden Sie sonst noch in Betracht ziehen? Wenn ich kochen möchte, könnte ich Koch werden. Köstliche Mahlzeiten zuzubereiten klingt lohnend. Beruf. Kochen ist eine wunderbare Möglichkeit, Kreativität auszudrücken. Was ist mit dir? Gibt es Traumberufe? Ich wollte schon immer Lehrerin werden. Wissen zu teilen ist so erfüllend. Das ist inspirierend. Lehrer gestalten die Zukunft und das ist eine so wichtige Rolle. Lektion 24: Reflexionen in einer Blase. Hallo Anna, ich habe oft das Gefühl, dass ich gleichzeitig der Welt ausgesetzt und gleichzeitig von ihr abgeschottet bin. Ich verstehe dieses Gefühl. Es ist, als wäre man in einer Blase, die über einem schwebt. Genau. Manchmal beraubt es mich echter Verbindungen und Erfahrungen. Das kann eine Herausforderung sein. Was verursacht Ihrer Meinung nach dieses Gefühl? Ich denke, es ist eine Mischung aus Technologie und unserem schnelllebigen Leben. Definitiv. Soziale Medien können ein falsches Gefühl der Verbundenheit erzeugen. Ja, es ist manchmal überwältigend. Ich möchte mich aus dieser Blase befreien. Das ist ein tolles Ziel. Haben Sie über Möglichkeiten nachgedacht, dies zu tun? Ich denke darüber nach, mehr Zeit im Freien zu verbringen und mich mit meiner Community zu beschäftigen. Das klingt wunderbar. Die Natur kann so erdent sein. Ich stimme zu. Es könnte mir helfen, mich wieder mit meiner Umgebung zu verbinden. Außerdem kann das Kennenlernen neuer Leute ihre Lebenserfahrungen bereichern. Definitiv. Ich freue mich darauf, diesen neuen Weg zu erkunden. Lektion 25: Den inneren Künstler umarmen. Guten Morgen, Anna. Ich habe darüber nachgedacht, auch meinen eigenen inneren Künstler zu umarmen. Das ist fantastisch. Jeder Mensch hat Kreativität in sich. Ich bin mir sicher, dass Ihnen die Reise zur Entdeckung Ihrer künstlerischen Seite Spaß machen wird. Hilf. Welche Art von Kunst möchten Sie erkunden? Ich möchte malen und vielleicht sogar etwas digitale Kunst ausprobieren. Tolle Auswahl.
Malerei ermöglicht zu viel Ausdruck. Ja, und digitale Kunst kann wirklich Spaß machen und vielseitig sein. Haben Sie sich Ziele für Ihre künstlerische Reise gesetzt? Ich möchte jede Woche ein Stück erstellen, um mich selbst zu motivieren. Das ist ein solider Plan. Konsistenz ist der Schlüssel zur Verbesserung. Ich stimme zu. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie sich meine Fähigkeiten im Laufe der Zeit entwickeln. Lektion 26. Konzentrierter Ansatz. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, wie wir unseren Service kundenorientierter gestalten können. Das ist ein toller Fokus. Welche Ideen haben Sie im Kopf? Ich glaube, dass die Bereitstellung eines außergewöhnlichen Service unsere oberste Priorität sein sollte. Zuf. Zufriedene Kunden werden wahrscheinlich wieder kommen und uns weiterempfehlen. Genau. Wir könnten Feedback-Systeme implementieren, um ihre Bedürfnisse besser zu verstehen. Das klingt klug. Direktes Feedback kann uns helfen, uns schnell zu verbessern. Darüber hinaus wäre es von Vorteil, unsere Mitarbeiter zu schulen, damit sie Anfragen effektiver bearbeiten können. Tef, gut geschultes Personal kann ein positiveres Erlebnis für die Kunden schaffen. Ich denke, dass auch persönlicher Service einen großen Unterschied machen kann. Tja, das Erinnern an Kundenpräferenzen kann Ihr Erlebnis verbessern. Lassen Sie uns weitere Ideen entwickeln, wie wir mit unseren Kunden interagieren können. Lektion 27. Verträge überprüfen. Guten Morgen, Anna. Ich habe den Vertrag, den wir vom Lieferanten erhalten haben, überprüft. Herr Wicke, was hast du davon gehalten? Mir sind einige Begriffe aufgefallen, die möglicherweise einer Klärung bedürfen, bevor wir fortfahren. Es ist wichtig. Über welche Abschnitte sind Sie besorgt? Die Lieferzeiten scheinen etwas vage zu sein. Wir brauchen mehr Einzelheiten. Definitiv. Klare Zeitpläne helfen uns, unsere Erwartungen zu erfüllen. Auch die Zahlungsbedingungen könnten besser definiert werden. Vereinbart. Es ist wichtig zu wissen, wann Zahlungen fällig sind, um Verwirrung zu vermeiden. Ich denke, wir sollten ein Treffen mit dem Lieferanten vereinbaren, um diese Punkte zu besprechen. Gute Idee. Eine offene Kommunikation kann spätere Missverständnisse verhindern. Ich werde einige Fragen für unser Treffen formulieren. Dies wird uns helfen, vorbereitet zu sein. Lektion 28. Haus der Pflichten. Hallo Anna, ich habe über die Verantwortung nachgedacht, die wir im Leben übernehmen. Manchmal frage ich mich, warum das Haus bereit ist, darüber nachzudenken, seine Pflichten aufzugeben. Hallo John, das ist ein interessanter Gedanke. Was meinst du mit das Haus? Ich beziehe mich auf unser Zuhause, unsere Familien und die Rollen, die wir darin spielen. Manchmal fühlt es sich so an, als seien sie bereit aufzugeben, wenn es schwierig wird. Das ist eine tiefe Perspektive. Es stimmt, dass Herausforderungen dazu führen können, dass wir unsere Verpflichtungen in Frage stellen. Haben Sie das in Ihrem Leben erlebt? Ja, auf jeden Fall. In stressigen Zeiten fühle ich mich manchmal überfordert und frage mich, ob ich mit allem Schritt halten kann. Das kann ich nachvollziehen. Es ist leicht, sich durch Verantwortung belastet zu fühlen. Was hilft Ihnen, diese Gefühle zu überwinden? Ich finde, dass es hilfreich ist, einen Schritt zurückzutreten und darüber nachzudenken, was wirklich wichtig ist. Es ist wichtig, uns an unseren Zweck zu erinnern.